Wat büßt du in dein Leben? Wat hält die drak? Wat sind deine Gedanken besonders für die schlupen jetzt? Welchen Grund büßt du an? Wenn der Sturm in Leben kommt, kannst du sein, dass dein Grund es gebüht ab Jesus Christus. Oder fällt sich die dort, wenn der Sturm erst dat alles uiteen will fallen. Guten Tag zu jeder einer hier von der, wat horchen det, und willkommen zu der evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Hebner, und ich freue mich, dass du diese Entscheidung hast gemerkt zum Horchen für diese nächsten 30 Minuten zu dit Radioprogramm. Wir haben ein besonderes Programm geplant für uns, mit einem besonderen Gastredner, der von der eine Botschaft will bringen, wo wir ans Grund sollen bauen an Jesus Christus. Mag Gott sein Wort reichlich segnen. Jesus ist mein Heiland, en wil ik stoen. Jesus ist mein Heiland, en wil ik stoen. Zo zijn Baum, geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Zo zijn Baum. Geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Van de wallen touwen, ik wil blijven stoen. Van de wallen touwen, ik wil blijven stoen. Zoals zijn Baum, geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Zoals zijn Baum, geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Halleluja, ik wil blijven stoen. Halleluja, ik wil blijven stoen. Zoals zijn Baum, geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Ik wil blijven stoen. Zoals zijn Baum, geplant bis in den Boden. Ik wil blijven stoen. Dankschein von dat Leid von de Fries. De evangelische Botschaft Radioprogramm ist ein Radioprogramm, das unterstützt ist von der Sommerfeldsche Mennonitenkerk in Manitoba, der Zion Mennonitenkerk auch in Manitoba und der Bartholsche Kerk in Saskatchewan. Wenn ihr uns wollt schreiben, könnt ihr uns schreiben bei unserer Adresse. Unsere Adresse ist die Gospel Message oder die evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, SOK 4SO. Oder durch uns E-Mail. Ons E-Mail ist gmmradio, RADIO, @sasktil.net. Wenn ihr irgendwas Fragen habt über diese Botschaft, oder vielleicht fühlst du die, dass du willst mithelfen mit dem Radioprogramm, bitte schick eine Goven oder eine Frau an diese Adresse oder an das E-Mail. So ihr schon seht, wir sind besonders gesegnet mit Gastredner haben von der, ältester Thiessen von Seminole, es reut uns die Botschaft zu bringen, und was den Grund ist, wo wir sollen anbieten in uns Leben, für wir dort noch übergehen, können wir noch taub beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Tag. Wir danken dir, dass du dir Gelegenheit gibst, so frei auf das Radioprogramm deine Botschaft auszubreiten. Jesus, ich danke dir für jeder Tauharcher. Ich bete, dass du wirst uns segnen. Ich bete, dass dein Wort wird nicht ladig zurückkommen, aber dass jeder einer wird angeschickt worden in dein Hort und wird das Ziel haben in ihr Leben zu bauen auf den festen Grund. Dankeschön, Herr Jesus, dass du mit und bei uns bist. Ich bete, dass dein Heiliger Geist wird leiden und führen. Und ich danke dir für jeder Tauharcher. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Nu de Botschaft
von ältester Johann Thiessen von Seminole, Texas. Ich wünsche jeder einer, den jeder Fried wieder an das zu stören. Die Leute mal uitvinden, wo die Kinder, viele Kinder, die in der Schule wären, und dann uitvinden, die Kinder, die hartledig wären, und dann die Däumel eine Frau stellen, und dann auch die andere Kinder eine Frau stellen. Und die Frau und das die Frau. Haft die Daten, die eine Mama mal zu dir sagt, die gleicht die. Und dann die wirkliche Kinder, die sagen, oh, bei jo, von der und morgen ist Dad, I love you. Und dann die hartledige Kinder, die Frauen, und dann die wissen nicht. Und die sagen, no, sind halt Schäumel zu mir gesagt. Die haben dort ein Wasser studiert, und die sagen, Wasserpott von hartledig sein, als du fahren, die kriegst nicht läuft. Der Timer hat nachher einmal der Forster Grund. In Forster Grund, dann denken wir vielleicht so, in Seminole haben wir nicht einen Forster Grund, nicht? In Seminole, wenn wir würden ab das Eden abchecken, dann würden wir vielleicht so sein, der Forster Grund, das ist das, wo es hier in Seminole, hier haben wir bloß Sohn. Aber von dem, weil wir uns in Wasserport nennen, von geistlich, ein geistlicher Forster Grund haben. In ein geistlicher Forster Grund, dort haben wir einmal nicht mehr zu tun, was du in ihrer Freude hast. Geistlicher Grund, dort haben wir zu tun, was wir in uns Hart haben und was wir uns abgebiet haben. Und wie fängt das in Matthäus Kapitel 7, da fängt wir das an, wo Jesus mal den Menschen erklären dort, wohnt ein kluger Mensch wird. Und er dort einfach Beispiele brücken, wo wir dort fängt dann, in Matthäus, wo er sagt, das was ein Forster Grund ist. Ich habe tags von 1. Korinther 3, Vers 11, dessen tags lehrt mir mal auswendig, das Einzige, was ich gelesen habe, das wird der mennonitische Pass, als ich zum Glauben gekommen bin, und das Vers wieder einmal boven. Und ich las ihn immer even, und dachte so, was ist das einmal switchen mit dem Vers? Und einmal war er wie das Vers da boven, und ich lehre ihn auswendig, 1. Korinther 3, 11, und du sagst das einmal, dort kann keiner in anderen Grund leihen, als der all gleich ist, und dort ist Jesus Christus. In Grund können wir nicht leihen. Wir können ab dieser Ehe, viele von uns, wir haben vielleicht so eine Brüder hier so, wo die mit Bühnen zu tun haben, vielleicht mit Zement und so weiter. Und sie suchen immer einen festen Grund, um seine Fluren abzukriegen, wenn es das soll holen. Und keiner wird proben, auf ein Blatt zu bühen, wenn er würde sagen, ich will aber mit moven, wenn das soll ein fester Grund sein. Und hier sagt er einmal, dass das ans Tag sagt hier, dort, du kannst keinen anderen Grund leihen, der all gleich ist. Und dort ist Jesus Christus. Und das Grund, wenn der in uns hart ist, dann haben wir einen festen Grund. Aber das Grund kann auch auf einmal, das Mensch kann auch auf einmal auf den Zweifel kommen, dort werden wir durch die Predigt checken, von was kann passieren, wenn ein Mensch nicht festhält an den Grund, nicht? Und einmal du so fest umbleiben das. Und hier so sei wieder, dass Paulus das an die Korinther schrieben, und heute dort einmal erklären, dass der Grund, dort wird Jesus Christus, dort wird das nicht. Wir kennen von deren vielmals, ja, wie vielleicht ab uns Grund vielleicht selbst was haben. Und wir können vielleicht ab einmal so eine Menschen sein, die ab uns Grund vielleicht Geld haben. Oder wir können vielleicht so denken, was da war, wenn ich mal eten kann und so wieder sorgen kann, ab einmal einen großen Part von uns Grund ganz verstehen. Matthäus Kapitel 7, Vers 22, hier so dass Jesus da einmal das erklären. Darum, wer diese meine Rede hört und die das, den vergleicht mit einem klugen Mann. Und dann sagt er, der sein Haus auf den Stein baut. Wo Jesus du einmal zu den Menschen reden soll, dann sagt er, darum, wer diese Rede hören wird und die das, dann sagen wir einmal, wir sind Menschen, wir nehmen Ruhe an, nicht? Ich sehe Menschen, ich sehe nicht im Büro, und wenn wir dann irgendwas bühen wollen, dann frage ich mich ganz immer eine Ruhe. Wo steht der und wo steht der? Und dann einmal weg das so und einmal so, nicht? Aber ein Geistlichen schafft das nicht. Ein Geistlichen kann wir uns eine Ruhe freuen, aber dann müssen wir abpassen, wenn es du wahren Menschen sind, die wollen uns eine echte Ruhe geben. Wenn es wir müssen abpassen, als mit der Bibel stimmt. Und hier so sagt Jesus einmal zu dir, sagt er, hier will ich doch mal erklären, wo dort ist mit einem Mensch, wo du horchen das in das Wort Gottes, sagt er, den vergleicht mit einem Mann, der sein Haus auf den Stein baut. Dann sagt er, wenn der am Stein ist, das wird fastet. Wenn die Wut dann kommt, die Versiegelung, oder wir würden sagen, der Sturm, der Wind, was immer dann kommt, sagt er, dort Haus, das bleibt stehen. Und dann, ab einmal sind wir in uns Christenleben, und dann fällt sich das so ans Haus, dort schackelt, nicht? Haft ihr das nicht mal so gut?
Ich weiß nicht mehr, wo ich hier mit soll tun. Wo soll ich das hier so tun? Hier so redet einmal, wann der Sturm kommt. Wer von uns, als Kinder Gottes, ist nicht allen Sturm in seinem Leben durchgegangen? Manchmal ist es so steht, dass ein Mensch bekehrt sich einen Tag, nach dem nächsten Tag, dann kommt der Feind an und sagt, dort, was du tust, das ist nicht ernst. Du hast nicht alles gesagt. Du hast das nicht ernst gemeint. Dann fängt so ein Tornado in uns geistliches Leben an zu kommen. Dann haben wir Troubles in uns Leben und dann fällt sich uns so dreht rund an. Nicht? Der Mensch, er vergleicht das ein kluger Mensch und dann der den anderen Mensch, der wird nicht horchen. Wenn wir nicht horchen ab den Geistessterben, dann sind wir sehr vielmal in so eine Troubles. Wenn wir nicht Ruhe annehmen, dann, wenn jemand uns warnen, dann sagt, hier so wo du krank bist, hier geht ein Sturm. Du wirst mit dem Ried gehen, du wirst mit dem Weichwanken, wenn es hier geht ein Sturm, und wir dann das nicht horchen, dann gehen wir in Schwierigkeiten an, nicht? Dann Luther sagen, ich sehe dich, aber du horchst nicht. Und hier so dat Jesus das einmal erklären, hier fängt er einmal an mit das erste, und dann sagt er, ein glücklicher Mann, der Jesus dort verglichen, dann sagt er, den anderen Mensch, der nicht horchen hat, den hat er sich das verglichen. Der sagt, den sein Haus, dort ist nicht sicher. Und dann reden wir nicht von uns Haus, was wir hier so ab dieser Ehe haben. Das sagt, das Haus, dort bleibt nicht stehen. Und wenn wir checken dann, und viele geistliche Menschen, die sehr geistlich wären, die sind nicht mehr so fest auf dem Grund. Und woran nicht? Horchen die nicht mehr auf die Stimme Gottes? Oder was ist das, dass die nicht mehr so fest stehen dann? Und Jesus selbst, der das hier erklärt. Dann sagt er, das ist das mit dem Mensch. Wenn die nicht horchen, wenn die nicht dort laufen, wo das Wort Gottes sein wird. Weißt du, was vielmals dann, wenn wir das Wort Gottes dann haben, dann sagen wir, oh, das hat der Mutter Korinther gesagt, oh, das schreibt er hier an der Räume. Naja, das ist nicht zu der Seminolschen Mennonites geschrieben, sondern braucht das Wort nicht zu mir reden. Weißt du, was wir dann tun? Uns Haus wird bald so dort sein. Uns geistliches Leben wird bald so kaputt sein, dort wir waren eine große Menschen brauchen, um uns abzuhören, nicht die Menschen ihre Halb, Jesus Christus ihre Halb, um uns seine Herz zu kriegen. Wenn dort ist der einzige Grund, dort ist Jesus Christus. Wir können so viel kaputt gehen, wir glauben, wir können einmal alles selbst. Aber weißt du was, wir können nicht. Wir brauchen den nächsten seine Halb, wir brauchen Jesus Christus einmal aus durch Eckstein. Und wir finden das auch, dass das ein Eckstein, was Jesus, wird aus vielen Städten in der Bibel wird als Eckstein genannt, den haben die Menschen verschmäht. Und dann würden wir vielleicht einmal sagen, ich sehe dir doch immer ein Christ was, ich sehe doch immer ein schöner Mensch was, wo wird mein Leben so kaputt gehen? Weißt du was, alles, was wir mit Jesus Christus gebaut haben, dort ist als Stroh, dort wird verbrennt. Und was wir mit unserer eigenen Kraft brauchen zu tun, dort ist dort, was kaputt geht. Vers 7, 26, wer sich meine Worte nicht anhört, wer nicht anhorchen wird, sagt er, den vergleiche ich aus uns dessen Mann, was so kaputt geht. Dann sagen wir, ich brauche nicht einen Gottesdienst fahren, wenn die holen das einmal ut über mich. Und jetzt habe ich die Bibel auch all Jahre nicht gelesen. Und dann sehe ich, du bist ein guter Christ, nicht? Ein Missionar, er geht daran, und er puttet das an die Deren an, und dann hat er das Evangelium mitteilen. Und dann fragt er diese früh, du einmal die Bibel lesen, dann sagt er so früh, jeder Tag lese ich die Bibel, okay? Dann sagt das Missionar, wo stammen wir die Bibel holen, dann wollen wir sein, aus meiner Bibel die nicht stammt. Und dann sagt das früh zu den nach der Jungen, wo du steht, und sagt, hol mir meine Bibel. Und die hat die Bibel holen, dann kommt der drei, der Junge, dann haft die Bibel, dann merkt er oben, oh, hier ist der Brauband, wo ich al 2 Jahre neue Sachen habe. Hier so kommen dort für einen Tag. Ich habe verstanden. Gerut, sie hat jeder Tag in das Wort Gottes lesen, nu wie diese Braal al 2 Jahre fort. Wem hat das also gegangen? Aber hier wies das einmal klar aus, dass so ein Mensch, der geht kaputt. Geistlich, der geht kaputt. Und dann, check wie hier so einmal und sagt, wer diese wird, unhorch. Okay? Dann checken wir noch einen Vers und dann sagt er, der Predigt, die kommt durch das Wort Gottes und der Glauben, die kommt durch die Predigt. Wenn ich will, mein Glauben soll stark und dass ich ein besseres Fundament habe, dann braucht das ich Gemeinschaft haben mit Kindern Gottes, dass ich die Kirche fahre, dass ich mir die Predigten anhöre und dann, wer hier steht, ich kann was lernen und nicht bloß zu denken, naja, wandert mal selbst an.
Dat Wort Gottes redet dan zu mir. Dat kommt hier even en redet zu mir. En dan heb ik wat met dat te doen. Wanneer niet, dan kan zijn, eure Luther, waar ik zo tot schwammen, waar ik zijn wat we moeten zijn, niet? En weet je wat, ik zie mal wie kapot geweest met mijn geestelijk leven. Ik weet niet als je mal Hans een uitgehongerde Indien jong zijn, er is een Indianer, wat er vielleicht een groter Kopf heeft, een ganz dünne Burg, wo de Raben alle uitweren, zo wird mijn geestelijk leven. Dat wird kapot. En beim Bord, mir fehlt Gemeinschaft. Mir fehlt das Wort Gottes zu hören. Ich darf nicht sagen, dass mir nicht Zeit fehlt. Mir fehlt nicht Zeit. Wenn dort hat Gott mir so klar in mein Leben gewesen, dass ich mit nicht Zeit kann, ich brauche nicht Zeit kann, wo ich mich mit anderen Dingen erbühen darf, dass ich auf den Grund vorstünde. Das ist nicht, dass ich nicht in der Zeit, wo ich in das Leben werde, das ist nicht, dass ich wie verloren, ich wie verhungert. En dat is zoals een verhongerde mens is. Dat blijft weer een mens, maar dat is een verhongerde, nee? Zo staat weer. Ik hoop keiner van jullie eerste staat. Vers 26 zegt dat we dit woord eenmaal onhoort en niet tot dit. Den dat hij dan zo staat vergelijken. Dan zegt hij, wanneer eenmaal Welchenstorm komt, dan glijden de Feut weg. En we hebben verschillende storms in ons leven, niet? Ik geloof zeer veel. Vielleicht gehst du krank von dir an einen Sturm der, ich weiß nicht. Aber wenn du das, ich würde die Mordmenschen siegt den Foster Grund, und wenn du den hast, dann hol die ab so eine Stelle ab, wo Gott eten ist, dort geistliche eten, dort du die kannst erbühen, dort du kannst erwachsen. Nu wollen wir uns ein Bild anchecken von Matthäus, Kapitel 7, 24, 30. Hier haben wir das Bild, wo die Jünger in schwierige Tiden wären. Das sagt, das Schiff aber war schon mitten auf den See und litt Not von den Wellen, der Wind stand ihnen entgegen. Das sagt, dass einmal die Jünger, die fuhren über dem Wasser in der Nacht. Und dann auf einmal fängt das Schiff an zu döckern und Säuer zu tauben. Und die Wellen, die kommen durch und schlugen und das Schiff an. Und dann sagt das hier, Vers 25, dass als die vierte Nachtwache, das meint die 3. Stunde, lag 3. Nacht, wird wir dann sein. Dann sagt er aber einmal, dann sahen sie durch in Gespann. Sie dachten, sie grühlten sich und sie sahen durch jemand auf dem Wasser. Und auf dem Wasser können wir uns feststellen, wenn du wo zu sein sein, dann können es zum Grühlen sein, nicht? Und diese Jünger, die ging das so. Und sie schrien verfärbt, wenn sie dachten, sie würden untergehen. Und wenn das alle dies da ist, und das tauben das, dann können wir uns denken. Und das ist, wo viele Menschen von denen in das geistliche Leben begegnen dann. Wir begegnen Sturms, wir begegnen Tiden, wo es sich so feiern, dass du in der Wald hier war, und die Sonne scheint nicht. Und wenn ein Mensch nicht Sonnenschein kriegt, dann ist den Welt alles zum Rohren, nicht? Dann ist den viel zum Rohren, und der fällt so, die Sonne wird immer mehr verschienen, nicht? In das geistliche Leben sind wir besonders bedürftig, omdat we Sonnenschein haben und dass wir ein dagliches Leben haben. Und wenn dann so eine Tiden kommt, dass Petrus hier begegnet, Petrus und die anderen Jünger, dann auf einmal dann kommt es so wie, dass ein großer Mensch, der kann schreien, der sagt, mir fehlt Halt. Aber weißt du was, manchmal sind viele Menschen all auf so einem Boot und die sagen das jetzt unja, aber wenn es wie Männer sind, Männer tun die nicht eine Halt brauchen, dann gehen sie lieber unja und dann steht das zu wollen sagen, mir fehlt Halt. Dort ich habe nicht den festen Grund. Vers 26 sagt, und als sie ihn, die Jünger, auf See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, sagte du, und sie grühlten sich sehr. Vers 27, hier sagt, Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchte euch nicht. Hier so der Jesus entrösten. Das war wir einmal ganz deutlich nehmen, was Jesus uns auch in unseren Tiden, wo wir schwere Tiden durchgehen, wo wir auch einen Trost haben. Einmal war er braucht, dass wir das Wort lesen, nicht bloß zu denken, da war ich sinnig in der Zeit gehört, hat das regt mich für den Weg über. Wenn ich glaube, keiner von uns hat eten, sinnig zu Mittag, wo der ganze Weg von eten hat, hat wir. Kragen und wahrscheinlich schmeckt, aber wir haben nicht bloß sinnig zu Mittag, Hundsbrot, was immer, und dann haben wir dort jeder Tag ein Jahr. Dann dürfen wir jeden Tag frisch eten merken. Und das braucht, das wies einmal auch, dass wir jeden Tag auch waren an das Wort Gottes matten lesen. Aber hier soll wir das einmal auch von diesen schwierigen Dingen, was soll werden. Dann sagt Petrus hier, Vers 28, Petrus sagt zu den Herrn, wenn du dort bist, dann lud mir die kommen. Dann sagt Jesus, komm.
Und wir sehen hier so bei dem Bild, wie Jesus du so atmen, wo er geht. Aber weißt du was? Der Grund ist nicht du so. Der Grund ist nicht unsere Feind. Was ich hier klar bringe, das ist einmal, der Mensch steht nicht du nur Fuß, aus der am Grund steht. Der Grund ist im Hart. Jesus sagt, wie der Petrus geht, und ich klicke nicht Jesus. Solange wir unsere Augen nicht Jesus haben, dann ist es doch nach dem Tod, wenn die Abten Wutter ist, wenn die unsere Feind vielleicht Sohn hast, können sein, du wirst bestehen bleiben. So schwinzt es wie von Jesus weiter, dann gibt es Schwierigkeiten. Und das soll wie hier kriegt von Petrus. Er wird durch und er ging ab dem Wutter. Und dann, wenn wir dann so mit einem Schab mitschwammen, dann auf einmal check ich durch den Wutter und dann mache ich einfach Dreck haben und sagen, Petrus, aber du hast einen großen Glauben gehabt, ich würde mich hier nicht rütteln. Dann checkt er einmal eine Regie und dann sagt er, den Wind kommt, dann sagt er, die Wahlen kommen. Und dort erst kriegt, was mir und die von den anderen auch passieren wird in uns geistlichen Leben. Dann redet uns vielleicht wer nun, was vielleicht leer sind, oder vielleicht Dinge, was wir Jahren an Tag gemerkt mit jemand. Und dann checkt wir den Sturm und denken wir so, naja. Und dann drehen wir unsere Augen weg von den Herrn und was der dann. Und dann fängt es an drauf zu gehen, mit uns geistlichen Leben. Wir haben vielleicht so eine Anstellung, ich würde mal gleich eine Person zu fahren und fragen, würdest du mir das mal ausreden, was du mir jetzt nur reden, oder würdest du mir mal sagen, wer die das gesagt hat, dann einen nur für den anderen fahren, dann das nur sagen. Aber die Bibel sagt, nee, dauert nicht. Gott sagt, die Rache ist mein. Gott sagt einmal, der Rache ist ansehend, und wir sollen ab Arm vertrauen, und wenn uns wer was nur redet, und dort nicht so ist, dann sagt er dann Friede. Ich weiß nicht, ob du in so einer Zeit passt oder einer an der anderen, aber wir wollen dort wirklich abstunden, dort wir wollen unsere Augen nicht wegdrehen. Aber hier sei wie besonders das letzte Part, auf einmal hier fängt Petrus an wegzudrehen und dann auf einmal dann schreckt er, Herr, hilf mir. Dort braucht ein Mann, wird wirklich sein Hart so voll, dass ich mit halb habe, wenn ich nicht kriege, gehe ich unter. Ich bin so weit oft, um da zu nach Trainer und Schab gehen, wenn ich hier so nicht halb kriege, dann sehe ich bloß kaputt. Dann war ich hier zu festfahren, nicht? Das ist, was hier passiert. Und dann sagen wir auf einmal der Hund, und dieser Hund, der wird fortstehen, nicht ein Stück zu Lotra. Wenn es dann wieder zu Lot gewesen von Petrus. Dieser Hund wird Gott rüberstrecken, das finden wir in Jesaja, dort sage ich einmal, das sagt du in Jesaja, dort Gott seine Hund, der ist noch nicht zu kurz, dass er nicht in ihr Hand kann, sein Uhr ist noch nicht hart geworden, dass er uns nicht hielt, aber sagt das unsere Antugend, das meint einmal unsere Schweinerei, oder Dinge, was wir nicht erklären, was wir nicht bekämen, sagt er, dort du auf einmal die Trennung zu waschen, du wen, wo wir nicht erhielt. Aber hier wird nicht gesagt, wir sollen hier einmal plötzlich wie der Hund tun. Und ich glaube, manch einer von uns kann sagen, wo das Gebetsleben, wo wir haben vielleicht habt Neues gelesen, Gott gesagt, halt mich von diesen Dingen los und plötzlich wieder tun, nicht? Manchmal vielleicht nicht kriegt dieselbe Stunde, nächstes Mal vielleicht mit Luther, so ist der Herr das versehen hat, aber manchmal ist es rein kurz tun. Und dieser Hund, der packt Petrus an. Und weißt du was, dort ist der erste Grund. Dort ist einmal der Grund, wo Petrus sich verloren kann. Und er hat den Herrn so läuft, und er hat so viel von ihm gelehrt, dort wenn der Herr was sieht, dort kann er tun. Und hier so sei wie einmal seine Hand, der packt nach ihm. Matthäus 14,31. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen. Bloß kurz hier erst. Was läuft ihr an? Was Petrus am sich nicht gefreut hat, nu sehe ich, war er boven Wutter, ich sehe, nu war er hier so. Aber dann kam eine Frau an ihm. Und diese Frau, die will wir uns auch stellen. Warum haben wir getwiebelt? Ich habe nicht so ein, was uns von diesem Grund draufbringt. Dort sind Zwiebels. Dort sind Dinge, wo wir nicht näher wollten. Und nu will ich nicht einmal sagen, dass wir krieg hostig alles so krieg wollten, wo das alles soll, und natürlich auch. Aber uns geistliches Leben, dort weil wir einmal klar haben, wir wollen dort am vorsten Grund haben. Wenn wir in uns hart waren, dort erste Part in der Gemeinde haben, dann wird dort nicht bestehen bleiben. Die Gemeinde dort ist, was hier sagt, das ist die lokale Gemeinde. Jesus Christus soll Nummer 1 in uns hart sein. Ich konnte mal eine schwere Zeit, wie wir uns befrieden. Ich bin dann zum Glauben gekommen. Und dann, was von der meine früher ist, dass wir dann meine Jahr
En dan had ik een zeer schwere Kampf in mij, dat ik Jezus nummer 1 in mijn leven talen wens, dem jou soll nummer 1 sein. Dann habe ich gekämpft, ich habe schon das gesagt, ich glaube, ich habe das noch schon gesagt, aber nicht. Aber so ist dort, wir stehen dort nicht her, wann es auch so ist. Und wenn jemand mir das dann vielleicht gesagt hat, weißt du was, Johann, du hast ein Problem, dass du rechnest, die nehmen ja mehr als Jesus, dann muss ich sagen, nee, wenn ich stimmt das nicht her, aber ich kann das Luther angesehen, dass Jesus dort. Even wenn wir zum Glauben gekommen, weißt du, was das dann tut? Dann fangen wir an zu senken. Dann fangen wir an rauf zu kommen. Und dann haben wir vielleicht Dinge in dieser Welt, wo wir sehr viel rechnen dann. Und dann geben wir ein bisschen mehr Zeit, um da an uns Glauben, dass das wachsen kann, dann kommen wir rauf. Als wir das tauschen oder nicht, aber das ist es dort. Dann bald haben wir einen großen Kopf, ganz elendig, kriegst du die verhungerte Menschen, was wir uns hier anchecken. Kriegst du sie dann geistlich. Nu sage ich das hier so, warum hast du getweifelt? Zweifel wir auf einmal an Gottes Macht? Haben wir das klar, vertrauen wir das ganz, Gottes Macht, dass er uns wirklich kann halten? Denken wir auf einmal so, die Jahre, jener Zeit, dann hat das geschafft, aber von der Tag ist das all anders. Hier so haben wir in Philipper 2, 14, hier sagt das, dort alles ohne Murren. Murren, das meint Antefrieden, das meint rebellisch sein und dann auch Untweifel. Wir sollen das wirklich sagen dann. Und dort brauchen wir die feste Nahrung. Und auch nur sein, als wir den festen Grund haben. Dankeschön für diese Botschaft von ältester Johann Thiessen von Seminole, Texas. Die Frage für jeder von uns ist, was von Grund bauen wir ab? Und ist das wirklich ein fester Grund? Die Bibel lehrt uns, dass jeder von uns haft Sturm. Jeder von uns hat der schwere Tiden. Die Frage ist dann, wenn die schwere Tiden kommen, holen wir uns ab Jesus Christus. Und mir ist immer die Geschichte interessant von Petrus, wo er ab dem Wasser ging. Er hielt seine Augen ab Jesus Christus. Und dann kann er wirklich ab dem Wasser gehen. Aber was mögt Petrus gehen? Dass wir nicht sterben, dass wir wann er seine Augen von Jesus wegnehmen. Und wenn wir das als eine Lehre nehmen in uns in das Leben, wenn wir der Sturm gehen, oder der schwere Tiden, wenn wir unsere Augen ab Jesus Christus holen, wenn wir an Arm festhalten, wenn wir Arm anbeten, wenn wir Arm verteilen, wirklich was in uns Leben angeht. Und er ist dort zu helfen, er hat uns wirklich lieb, er hat versprochen, er wird uns niemals verlassen. Ich wünsche jeder Tauhercher eine gesegnete Weg in der nächsten Weg und auch, dass du dein Leben ab dem festen Grund kannst